Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Videopodcast-Reihe von Und Jetzt. Mein Name ist Matthias Bierich von Schalk & Friends. Und ich bin Alex Reinhold, auch von Schalk & Friends. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sprechen in diesem Podcast über digitales Marketing, Marketingtechnologien, E-Commerce und wie wir als Digitalagentur Schalk & Friends den Mittelstand in der Dachregion nach vorne bringen wollen. Bevor wir jetzt thematisch auch in Medias Res gehen, geben wir euch heute erstmal einen persönlichen Einblick, wer wir sind, wer Schalk & Friends ist, wofür wir stehen und was euch in den kommenden Episoden so erwarten wird. Perfekt. Dann fangen wir doch gleich mal bei dir an, Matthias. Du bist ja unser strategischer und kreativer Kopf mit einem ganz tiefen Marketingwissen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du da hingekommen und was treibt dich denn so an? Naja, als ich noch jung war, habe ich gedacht, ich kann mein Geld mit Sporttreiben verdienen. Habe dann relativ schnell gemerkt, das funktioniert leider nicht. Habe mich dann entschlossen, BWL zu studieren mit Schwerpunkt Marketing. Habe dann nach dem Studium erstmal auf Unternehmensseite gearbeitet als Product Manager und Marketing Manager, bevor ich mich dann entschlossen habe, die Seiten zu wechseln, und zwar auf Agenturseite. War da in 2-3 Agenturen hier in München beschäftigt, unter anderem 6 Jahre bei der Serviceplan-Gruppe als Account Director und habe da unter anderem so Marken wie ATU, BMW und Sony Ericsson betreut und kümmere mich heute bei Schalk & Friends um die Themen Marke, Positionierung und Kommunikation und das Ganze für unsere Kunden und für intern. Und in meinem Leben vor Schalk & Friends hatte ich aber auch schon eine eigene Agentur für Marke und Kommunikation und habe in dieser Agentur die Marken Bosch, Siemens Hausgeräte und da vornehmlich die Marke Siemens betreut, haben da uns in erster Linie um Kaffeevollautomaten gekümmert, haben da auch einen internationalen TV-Spot produzieren dürfen, auf den ich wirklich heute noch stolz bin. Haben aber unter anderem auch einen Kreuzfahrtfokus gehabt, und zwar mit den Marken Hurtigruten-Kreuzfahrten, Costa-Kreuzfahrten, haben die Marke Webasto betreut und auch andere mittelständische B2B-Unternehmen, wie man so schön sagt, das klassische Rückgrat der deutschen Industrie. Nach 20 Jahren eigener Agentur und Marke und Kommunikation habe ich mich gesehnt, mal ein bisschen was anderes zu machen und bin dann bei der Digitalagentur Schalk & Friends gelandet. Und das besonders Spannende finde ich eben da die Themen, die ich vorher betreut hatte, eben also Strategie und Branding und Marke mit Digitalisierung zu verbinden. Also das heißt, die Marke im digitalen Raum zu schaffen, ist für mich ein spannendes Thema und eine besondere Herausforderung. Vielleicht noch ganz kurz privat zu mir. Ich bin verheiratet, habe 2 Jungs, treibe gerne Sport, nach wie vor Skifahren, Tennis und auch Fußball und Laufen. Und an der Stelle gibt es auch nicht mehr viel mehr zu sagen über mich. Jetzt zu dir, Alex. Wie schaut's bei dir aus? Erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Ja, perfekt. Erstmal danke, Matthias, für deine spannende Vita mit deinem sportlichen Hintergrund. Ich bin ein klassischer Informatiker, wie er so im Bilderbuch steht. Da hauptsächlich Schwerpunkt in der Softwarearchitektur und in der Entwicklung. Und nach meinem Studium vor rund 20 Jahren habe ich auch knapp die gleiche Zeit als freiberuflicher Entwickler und Berater mich im Bundesgebiet rumgetrieben. Da hauptsächlich im Backend-Bereich mit Tech-Stacks wie Java, C# und PHP, aber auch ein bisschen was im Frontend, da hauptsächlich mit der Technologie Adobe Flash und auch Flex. Wer die auch immer noch kennt, die bisschen Älteren unter uns kennen die noch. Und du hast ja auch schon ein paar spannende Kunden und Brands aufgezählt, Matthias. Da sind wir auch in meiner Karriere als Freiberufler schon ein paar namhafte Marken über den Weg gelaufen, beziehungsweise wo ich auch mit meiner Arbeit da Mehrwerte habe stiften können. Besonders hervorheben möchte ich da Adidas. Da hatte ich die Ehre 2006 auch zur damaligen Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland in Herzogenaurach mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort von Adidas den ersten Produktkonfigurator
für MiAdidas mit zu konzipieren, aber auch aktiv mitzuentwickeln. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, 2006 Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und da am Hauptsitz vom Sponsor Adidas zu sitzen und dieses ganze Flair und diesen Event da wirken zu lassen, das war schon eine sehr spannende und sehr aufregende Zeit. Auch ein namhafter Brand auf meiner Vita ist Red Bull. Da habe ich für das Red Bull Air Race, für den Flugevent, den ersten internationalen Pressebereich aktiv mit dem Kunden aufgebaut und implementiert. Und so als dritter Kunde auf meiner namhaften Bucketlist möchte ich da Hubert Burda Media hervorheben. Und da habe ich in der Zeit so von 2008 bis 2013 für die Borderlines Focus Online, TV Spielfilm, die Bunte, den Playboy und auch die L, den ersten Videoplayer für Bewegbildformate umsetzen dürfen. Und genau, das war auch ein sehr, sehr spannender Punkt in meiner Karriere. Seit 2014 bin ich dann bei Schalke & Friends, habe das Nomadenleben hinter mir gelassen und habe ein festes Zuhause gefunden. Und hier verantworte ich hauptsächlich den Bereich Technologie und auch das Development. Mein Fokus liegt da auf den technologischen Infrastrukturen für unsere Kunden. Und da bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Technik, insbesondere die Schnittstelle, was zwischen Marketing, Technologiesystemen, den Datenarchitekturen, also wie die Daten laufen und fließen, aber auch der künstlichen Intelligenz eigentlich den ganzen Tag aktiv beschäftigt. Und neben der Technologie und dem Development leite ich auch noch den Bereich Account Management, also das klassische Face-to-the-Customer-Business, was auch ein bisschen ganz anders geschichtet ist als das Development und da auch einen gewissen Ausgleich auch für mich darstellt. Und du hast es ja auch schon erwähnt, Matthias, bist auch sportlich unterwegs. Ich habe da nicht ganz so viel Geschwindigkeit wie beim Skifahren drauf. Ich habe da neben meinem Agenturalltag so eine Passion fürs Laufen entwickelt, insbesondere auf die Halbmarathonstrecke, also so die 21 Kilometer. Und das ist für mich einfach so der perfekte Ausgleich, weil dass man einfach mal für einen Moment hat oder längere Momente, 21 Kilometer können auch relativ lang werden, dass man da den Kopf vom Agenturalltag frei bekommt, dass man da die Gedanken auch mal in Ruhe sortieren kann und eigentlich auch mal ein paar Sachen über einen längeren Zeitraum ohne gestört zu werden um die Ecke denken kann. Und das ist so mein Ding und das macht mir total Spaß. Ja, vielen Dank, Alex. Sehr spannend. Genau, und ich finde eben, dass genau diese Gegensätze, also damit meine ich unseren beruflichen Background, du als Techie und ich als Marketingmann, zeichnen uns als du letztendlich aus und verstärken unsere Kompetenz. Strategie trifft System, Marke trifft Marktech. Und ich denke, mit dieser Kombination schaffen wir Klarheit im digitalen Marketing-Dschungel und einen echten Mehrwert letztendlich für unsere Kunden. Jetzt erstmal weg von uns beiden und da wollen wir noch ein paar Worte zur Agentur verlieren. Wer ist Schalke & Friends? Was macht uns als Agentur aus, Matthias? Naja, zunächst mal zu den Fakten. Wir sind eine inhabergeführte Digitalagentur mit 60 Kollegen und Kolleginnen hier in München, in München-Sendling. Wir sind seit über 25 Jahren aktiv am Markt und haben einen Development-DNA und haben aber im Laufe der letzten Jahre letztendlich die Marketing-Wertschöpfungskette uns da erweitert. Und wie schon erwähnt, kümmern wir uns jetzt eben auch nicht nur um das Thema Development, sondern eben auch um Strategiethemen, Kommunikationsthemen und das ganze Thema Online-Marketing. Unser Herz schlägt vor allem für den deutschen Mittelstand, vornehmlich in der Dachregion, in den Bereichen B2C und B2B. Wir nennen es eigentlich immer B2Human, denn am Ende sprechen wir immer mit Menschen. Und deswegen ist es uns am Ende des Tages egal, ob es um B2B oder B2C geht. Wir haben eine Positionierung als Agentur und zwar die Modern Marketing Makers und das leben wir mit unseren Kollegen und Kolleginnen hier jeden Tag aktiv zusammen. Was genau steckt jetzt eigentlich hinter Modern Marketing Makers? Am Ende bedeutet das nichts anderes, dass wir unsere Kunden enablen wollen, modernes Marketing zu machen.
Wir haben in vielen Gesprächen mit unseren Kunden und potenziellen Kunden herausgefunden, dass gerade der deutsche Mittelstand vor enormen Herausforderungen steht. Zum einen haben die meistens relativ kleine Marketingteams. Sie haben überschaubare Ressourcen, in der Regel veraltete oder auch fragmentierte Systemlandschaften. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine große Vielfalt inzwischen an Marketingtechnologien, wie Begriffe wie CMS, DXP, PIM, DAM oder CRM. Und in diesen jeweiligen Bereichen gibt es dann auch noch eine relativ große, fast schon unüberschaubare Anzahl und Vielfalt an Anbietern. Und da haben wir festgestellt, dass unseren Ansprechpartnern da oft komplett die Orientierung fehlt. Sie wissen alle, sie müssen was machen, sie müssen das Marketing digitalisieren, Prozesse automatisieren, aber sie wissen nicht, wie sie eigentlich vorgehen sollen und sehen vor dem ganzen Wald letztendlich die Bäume nicht. Und wir haben uns eben mit unserer Positionierung auf die Fahne geschrieben, unsere Kunden zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die relevanten Dinge für die Unternehmen und ihre konkreten Erfordernisse zu identifizieren, Entscheidungen zielgerecht zu treffen und am Ende erfolgreich modernes digitales Marketing betreiben zu können. Danke, Matthias. Für die Agenturvorstellung auch nochmal kurz erklärt, was die Modern Marketing Maker so bedeuten. Und ich möchte jetzt nochmal ein paar Worte verlieren, wie wir das jetzt auch wirklich aktiv auf die Straße bringen. Und indem wir unsere Leistung in so ein dreischichtiges Vorgehensmodell bündeln. Wir nennen das Digital Marketing Kit. Das sind im Endeffekt 3 Bausteine. Consult, Code und Create sind hier die relevanten Dinge. Im Zentrum haben wir den Begriff Consult. Das ist im Endeffekt eine tiefer gehende Beratung für unsere Kunden nach dem Prinzip des Trusted Advisors. Da arbeiten wir nicht nur Briefings ab, sondern wir hinterfragen im Endeffekt Dinge aktiv. Und das ist oft auch für den Kunden relativ unangenehm, wenn man da einfach versucht, in die Tiefe zu bohren und wirklich eigentlich so die relevanten und die wirklichen Probleme, die der Kunde hat, verstehen wollen. Und das schaffen wir auch nur, indem wir einfach oft mal unbequeme Fragen stellen. Aber auch daraus dann wirklich beratende Lösungen ableiten, die auch wirklich einen Impact für den Kunden haben. Also sprich, sehr beratender Ansatz im Kern. Und als nächste Schicht, du hast es ja schon eingangs erwähnt, Matthias, wie die Agentur so entstanden ist. Die hat einen sehr starken Fokus auf Technologie und das bildet im Endeffekt dann die nächste Schicht außerhalb von dem Consult-Bereich. Das ist der Bereich Code, der für die Technologie steht. Da entwickeln wir aktiv Webseiten, wir integrieren PIM-Systeme, DAM-Systeme, connecten CRMs, binden ERPs an und kreieren aber da auch Kommunikationslösungen und bauen auch Plattformarchitekturen für digitales Marketing im 21. Jahrhundert auf. Das kann sein, dass das auf dem Greenfield passiert, also sprich da, wo erstmal noch gar nichts da ist und wo wir also alles erstmal auf der grünen Wiese planen. Aber auch in bereits existierende Infrastrukturen. Und da helfen wir aktiv den Marketing-Teams, du hast es ja aktiv eingangs schon mal erwähnt, Matthias, die tun sich da auch ein bisschen schwer, einen richtigen Pfad du hast den Wald vor lauter Bäumen gesagt, zu finden. Und da helfen wir denen, den Marketing-Teams, ihre Tools, ihre Daten auch wirklich aktiv zu nutzen. Im Code-Bereich. Und abschließend ist der Begriff Create und der steht für die ganze Kreativität dahinter. Das ist die Spielwiese im digitalen Marketing. Und ohne die macht es einfach keinen Spaß. Da kann man die beste Beratung machen, da kann man die coolsten Systeme haben, die irgendwie die Daten hin und her schieben und super synchronisiert sind. Wenn die Kunden unserer Kunden nicht aktiv mit coolen Stories und Botschaften bespielt werden, die einfach einen Mehrwert schaffen, die auch in der Tonalität sind, die der Kunde, mit der der Kunde mit unseren Zielgruppen sprechen möchte, aber auch wie die Marke visuell im Raum dargestellt wird und gestaltet wird. Da macht das Ganze außenrum da keinen Sinn, sondern kurz und knapp,
Der Create-Bereich ist die Kreativität und wie bereichern wir die Menschen, die mit der Marke interagieren. Genau, und am Ende steht natürlich bei uns ausschließlich der Kunde im Mittelpunkt. Deshalb hören wir nicht nur zu, sondern vor allem hin und entwickeln eben passgenaue und individuelle Lösungen und sehen uns in der Rolle als Agentur weniger als Dienstleister, als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe mit klarem Blick und vor allem einen festen Händedruck. Perfekt, genau. Fester Händedruck, Matthias. Das ist immer total wichtig, aber jetzt lass uns doch mal einen ganz kurzen Moment bei der Frage bleiben, warum machen wir eigentlich das Format? Warum investieren wir die Zeit? Warum sitzen wir denn hier, reden miteinander und produzieren den Podcast? Und was bedeutet eigentlich jetzt dieses und jetzt? Naja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir tauschen uns ja auch viel aus, sind draußen viel unterwegs, sprechen mit potenziellen Kunden, mit Bestandskunden, mit anderen Agenturen und merken einfach, dass der Informationsbedarf vor allem im Mittelstand beim Thema digitales Marketing und da im Zusammenhang eben auch mit der digitalen Transformation ein Riesenthema ist, nach wie vor. Viele Unternehmen haben einfach die Fragen zu Marketingtechnologien, vor allem natürlich im letzten Jahr oder seit den letzten 12 Monaten auch zum Thema KI. Und wo entwickelt sich das ganze Thema eigentlich hin? Und wir wollen letztendlich mit diesem Format passende Antworten auf diese Fragen geben und Klarheit schaffen. Also letztendlich auch ein wenig Licht in den Marketing-Dschungel bringen und das mehr mit Methode als mit Machete. Warum auch mit Machete? Weil am Ende ist es so, dass man auch liebgewonnene Gewohnheiten einfach abschneiden muss und sich von denen verabschieden muss. Das tut manchmal weh und ist manchmal schmerzhaft, aber es bringt am Ende die Unternehmen ans Ziel. Genau, du hast es jetzt schön gesagt, Matthias, Antworten liefern zu 100%, aber auch mutige Ideen, aber auch konkrete Learnings aus Agentur- und Kundenprojekten zu teilen. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen dabei in der Agentur und haben da, glaube ich, echt ganz spannende Themen auch dabei. Aber konkret geht es uns darum, wir wollen dann einen echten Mehrwert schaffen und so eine Community rund ums moderne Marketing auch aufbauen. Und aber trotzdem, erklär doch mal ganz kurz, Matthias, was ist denn so unsere Zielgruppe, was ist denn unser Turf, wen wollen wir da erreichen und wen wollen wir denn da jetzt mit unserer Podcast-Reihe mit Methode und Machete denn konkret helfen? Ja, liegt ja fast auf der Hand. Also Zielgruppe sind natürlich Entscheiderinnen im Marketing und in der IT, aber auch natürlich vor allem auch in der Geschäftsführung und Geschäftsleitung. Also am Ende all diejenigen Menschen, die Verantwortung übernehmen im Unternehmen zum Thema Digitalisierung, die bereit sind, das Thema anzugehen, aktiv nach vorne zu treiben. Mit all diesen Leuten wollen wir sprechen, wollen wir uns austauschen und einfach ein Format schaffen, wo wir auch gegenseitige Erfahrungen und Learnings austauschen können, um eben Tipps und Tricks weiterzugeben, aber auch aus interessanten und spannenden Projekten zu lernen. Perfekt. Und welche Themen gibt's denn da konkret, die wir da behandeln wollen? Das digitale Marketing ist ja sehr, sehr breit. Gibt's da irgendwo einen Fokus, Matthias? Naja, bei Martech denken viele halt immer zuerst an Tools wie CDP, PIM, DMP und CMS und Automatisierung oder Personalisierung, aber Martech ist ja nicht einfach nur eine Softwarefrage. Genau, da hast du echt recht. Und also im Endeffekt, uns geht es darum, was man mit Technologie erreichen will. Wie man die Systeme sinnvoll miteinander verknüpft, damit am Ende wirklich echte Effekte und Mehrwerte für den Kunden entstehen. Und das ist im Endeffekt das, was wir erreichen wollen. Wir kommen ganz oft in die Situation, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eben auf Unternehmen treffen mit veralteten oder fragmentierten Systemlandschaften. Das heißt, bei den Unternehmen gibt es teilweise auch schon ganz viel Marketingtechnologie, aber am Ende spricht keiner miteinander. Also die Technologien sprechen untereinander. Es findet kein Datenfluss statt, es gibt keine einheitliche Sicht auf den Kunden und vor allem auch keine personalisierte Journey. Genau, Matthias. Und deshalb sprechen wir in dem Podcast nicht nur über Tech-Stack-Vergleiche, welches CMS oder welches CRM ist das Beste, sondern wirklich aktiv über Use Cases.
Wir zeigen hier, wie nutzen wir die Daten richtig? Wie verbinde ich denn Content und Commerce mit Automatisierung? Wie schaut denn so ein wirkungsvolles Setup aus diesen ganzen Themen aus? Aber auch, es muss nicht immer teuer sein, auch mit begrenzten Budgets. Genau, du hast es gerade schon angesprochen, das gilt eben genauso für den Bereich E-Commerce. Viele denken ja bei E-Commerce immer sofort an Online-Shop. Ja, natürlich, aber der Shop ist auch nur ein Baustein und ein Kanal. Und E-Commerce ist heute echt mehr, sondern das ist ein ganzes Ökosystem. Das ist ein Ökosystem aus natürlich dem Shop, aber auch aus einer PIM, wo die Produktdaten herkommen, aus einer DAM, wo die Medien gelagert sind, Bilder, Videos, Produktdatenblätter. Da geht es um die UX, ums Performance-Marketing, also Kampagnen ausspielen, aber auch KI-gestützte Produktempfehlungen und Headless-Technologien. Und das Ganze muss auch dann wirklich zusammenpassen. Nicht nur technisch, sondern auch strategisch. Wir wollen mit dem Podcast auch zeigen, wie funktioniert E-Commerce, vor allem auch in einem mittelständischen Setup. Und dabei geht es uns weniger um die Unternehmen, deren Businessmodell aus dem E-Commerce kommt, als klassische Unternehmen, die schon seit 20, 30 Jahren auf dem Markt sind, aber eben die zum Beispiel Ersatzteile oder Verschleißteile oder den ganzen After-Sales-Support eben auch über E-Commerce-Plattformen vertreiben können. Und wie sehen diese zeitgemäßen Plattformen aus? Wie können die wachsen, ohne alles, was es schon gibt, über Bord zu werfen? Genau, perfekt, Matthias. Das hast du schön ausgedrückt. Und das Wichtigste ist für uns in dem Podcast-Format, dass wir wirklich aktiv mit Menschen sprechen, die das auch schon mal umgesetzt haben, die dann auf die Nase gefallen sind, die Fehler gemacht haben, uns, die aber aus den Fehlern Learnings rausgezogen haben und dann auch aktiv besser wurden. Und das Ganze auch, ich habe es ja eingangs erwähnt, das muss ja nicht immer teuer sein, sondern wie die mit den knappen Ressourcen ein gutes Ziel erreicht haben und da auch wirklich Mehrwerte für die Kunden geschaffen haben. Und wir sprechen auch über Dinge, die man oft nicht in den sogenannten White Papers zu lesen bekommt, nämlich zum Beispiel interne Widerstände, Change Management und auch die Realität hinter der Tech-Strategie. Passt. Und das Wichtigste jetzt neben den Menschen sprechen, das soll jetzt keine Buzzword-Bingo-Show sein. Was ist der coolste Hype und was ist der neueste heiße Scheiß, der jetzt ums Eck kommt, sondern wir wollen da eine echte Orientierung schaffen. Und wir filtern da vor, was ist Hype, was hat aber denn Substanz und was ist für den Mittelstand in der Dachregion, im B2B-Bereich, im B2C-Bereich auch wirklich relevant. Und wir wollen euch natürlich auch Impulse geben, denn das sehen wir auch als unseren Job an, als Agenturpartner, eben nicht nur Lösungen zu liefern, sondern auch unseren Kunden zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Alex, dann haben wir am Ende des Podcasts, jetzt unserer ersten Podcast-Reihe, noch ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Die erste Frage geht an dich. Martech ist ein riesiges Spielfeld. Wie finde ich denn eigentlich als Mittelständler überhaupt heraus, welche Technologie für mich sinnvoll ist oder welche Technologien für mich sinnvoll sind, ohne mich in der ganzen Tool-Auswahl komplett zu verlieren? Ja, danke erstmal für die Frage, Matthias. Das ist echt ein spannendes Ding. Der erste Schritt ist Klarheit. Klarheit über die eigenen Ziele. Viele Kunden, mit denen wir sprechen, die sind im Vorfeld schon mal so ganz tief in eine Tool-Diskussion intern eingestiegen und kommen dann zu uns mit Fragen, ist das Tool das Richtige oder dieses? Und das ist genau die falsche Vorangehensweise. Wir starten da ein bisschen strukturierter. Wir schauen uns die Systeme und die Prozesse genau an. Wie ich es eingangs schon mal gesagt habe, wir stellen auch gern mal unangenehme Fragen, aber wir wollen alles verstehen. Und wir stellen hauptsächlich die relevanten Fragen. Und was sind eure Use Cases? Wo gibt's denn gerade Bottlenecks im Datenfluss? Welche Systeme sind denn miteinander connected und welche nicht? Und welche muss man vielleicht auch gar nicht mehr connecten. Und da schauen wir erstmal ganz genau hin, welche Tools da wirklich einen Support liefern und nicht umgekehrt. Weniger ist da echt oft mehr. Wenn da die Systeme gut integriert sind und auch wirklich auf die Business-Ziele aktiv einzahlen, dann hat man da schon mal einen ersten richtigen Schritt gemacht. Und was hat
den meisten Impact auf die Zielerreichung und was nicht? Das ist eine relevante Frage und die wollen wir wirklich erstmal verstehen, bevor wir dann in so eine Tool-Diskussion einsteigen. Okay, und Schlagwort KI. Wie viel KI steckt heute eigentlich schon in wirklich gutem Marketing und wo siehst du realistische Einsatzfelder jetzt mal abseits von dem ganzen Hype? Ja, okay, KI ist gefühlt all over the place in allen News. Wer nur durch LinkedIn scrollt, der wird von dem ganzen Thema da ja praktisch überrollt von jedem Hype. Das ist Bullshit-Bingo zum großen Teil, aber KI ist ja nicht nur in den Medien angekommen, sondern auch schon längst im Alltag. Gefühlt nutzt jeder irgendwelche Tools wie ChatGPT, Claude in seinem täglichen Tun, stellt er irgendwelche Fragen, lässt sich Bilder generieren für die Hochzeit. Aber speziell im Marketing, was ja eigentlich unser Hauptthema ist hier, kann es bei der Personalisierung, bei Prognosen von Daten und von anderen Dingen helfen, bei der Automatisierung, aber auch in der Kommunikation. Sehr oft nicht sichtbar und da auch sehr stark im Hintergrund. Aber eigentlich so ein realistischer und sinnvoller Einsatz ist für mich so in der Segmentierung von Kunden und von Zielgruppen, von Content-Optimierungen, aber auch mittlerweile sehr in einer automatisierten Kundenkommunikation mittels Chatbots. KI ist aber da kein Selbstzweck oder ein Ersatz für Menschen. Das ist echt ganz wichtige Botschaft. Eine KI kann keine Strategie ersetzen. Eine KI soll beschleunigen, eine KI soll helfen, aber auch nur, wenn das Fundament stimmt und aber auch hier, wenn der Use Case aktive Mehrwerte schafft. Super, okay. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass es gerade im Mittelstand Unternehmen gibt mit fragmentierten oder veralteten Systemlandschaften. Was ist denn dein Rat für den Start in Richtung moderne Systemarchitektur, moderne Plattformen? Evolution oder Revolution? Okay, ja, genauso spannende Frage und da gibt's keine pauschale Antwort. Das hängt natürlich immer individuell von den Systemen ab, wie die Reife ist, wie flexibel die sind und da auch wieder das Wichtigste, was möchte ich strategisch denn erreichen? Also wie gesagt, so eine pauschale Antwort kann ich da nicht geben und das Wichtigste ist, die Landschaft muss modular und zukunftssicher sein und die Systeme müssen aber auch, und das ist ein Faktor, den man immer wieder vergisst, alle schauen da irgendwie auf die Datenflüsse, dass die alles passt, aber das muss auch für die Anwenderinnen, die da im täglichen Leben damit zu tun haben, die RedakteurInnen, die das CMS jeden Tag mit Inhalten befüllen oder im NetDAM irgendwelche Bilder oder PDFs hochladen, das muss für die auch Spaß haben. Also so eine Redakteurs-Journey, die muss da schon gegeben sein und da auch für die einen Mehrwert schaffen, nicht nur für die Kunden der Kunden. Und das Wichtigste ist einfach, man muss da echt individuell draufschauen, bewerten, Ableitungen treffen und da wirklich eine fundierte Analyse schaffen und auch da wieder eine Klarheit gewinnen. Und dann kann man da erstmal sagen, soll es eine Evolution sein, soll es eine Revolution sein, macht man es neu oder nimmt alte Teile her, Build or Buy, also das ist, kann man nicht sagen. Man muss es bewerten, man muss es betrachten und dann kann man das erstmal aktiv beantworten. Gut, Matthias, du hast jetzt mal 3 Fragen rausgeschossen. Ich habe jetzt da auch noch ein bisschen was dabei. Keine Sorge, das geht nicht um Technologie. Das ist jetzt eher so ein bisschen dein Turf. Was Marke und Marketing betrifft. Matthias, erste Frage, was macht denn für dich heute so eine starke Marke im digitalen Raum aus? Also eine starke Marke ist für mich ganz klar erstmal das Thema Konsistenz, Relevanz und Erlebbarkeit und das vor allem durchgängig auf allen Kanälen. Sie soll eben idealerweise nicht nur eine Wiedererkennung bieten, sondern vor allem Orientierung. Sie soll meiner Meinung nach nicht laut, sondern vor allem klar sein. Denn ich bin davon überzeugt, dass in einer fragmentierten Kommunikationswelt, in der wir uns befinden, eine starke Marke Vertrauen schaffen soll, visuell, inhaltlich, aber auch technisch. Perfekt. Dann erstmal vielen Dank dir. Dann gleich feuerfrei für die zweite Frage.
Wie verändert sich denn aus deiner Sicht, jeder kennt den Marketing-Funnel, den klassischen Marketing-Funnel, aber wie verändert sich aus deiner Sicht so ein Marketing-Funnel im Zeitalter von Inbound, First-Party-Daten, aber auch so in der Echtzeitkommunikation? Naja, also der Funnel ist heute eigentlich keine lineare Abfolge mehr, sondern ein dynamischer Kreislauf. Inbound, First-Party-Daten und Echtzeitkommunikation machen es heutzutage eben einfach möglich, individuell auf die Nutzerbedürfnisse zu reagieren und einzugehen. Zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Kanal, und Kunden erwarten eben Relevanz und nicht Reichweite. Der Schlüssel ist meiner Meinung nach Beziehung statt Abschluss. Alright, dann Dankeschön. Und dann last but not least, Frage Nummer 3. Was muss so ein modernes Marketing heute können, um mit der Entwicklung Schritt zu halten? Das auf einer strategischen, aber auch wieder auf einer operativen Ebene. Marketingteams müssen meiner Meinung nach heutzutage vor allem Schnittstellenkompetenz haben oder mitbringen zwischen Content, Technologie, Daten und Vertrieb. Ich denke, strategisch braucht es Markenführung, dann vor allem Zielgruppenverständnis und Kampagnenarchitektur und operativ erhöhte Agilität, die Bereitschaft, Testings zu machen, Toolkompetenz und die Fähigkeit, ständig zu lernen, aber auch die Bereitschaft, Fehler zuzulassen. Kein Team kann alles können und deswegen braucht es die Fähigkeit zu Kollaboration. Okay, cool, Matthias. Also danke für die Antworten auf meine 3 Fragen. Jetzt nochmal zum Abschluss von unserer ersten Folge. Worauf freust du dich persönlich in dieser Podcast-Reihe am meisten? Am meisten freue ich mich ehrlich gesagt auf geile Gespräche, echte Gespräche, nicht in Hochglanz, sondern vor allem mit Substanz. Wir wollen zeigen eben, dass modernes Marketing nicht elitär oder abgehoben sein muss. Das liegt mir am meisten am Herzen und darauf freue ich mich richtig. Wie sieht's bei dir aus, Alex? Da kann ich mich dir noch anschließen. Mir geht's natürlich um die Gespräche, aber ein Dialog auf Augenhöhe mit Expertinnen, mit Kundinnen, mit Kolleginnen aber auch. Und das Format, wie wir es ja auch schon oft gesagt haben, das soll die Möglichkeit bieten, einfach Wissen zu teilen, aus Fehlern zu lernen und da im Endeffekt für die Community da draußen einen schönen Mehrwert zu schaffen. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch am meisten. Matthias, jetzt nochmal abschließend, bevor wir in unseren wohlverdienten Feierabend gehen. Was ist denn bei dir so die größte persönliche Erkenntnis gewesen in den letzten 12 Monaten, wenn es um so eine Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden gegangen ist? Was ist denn da so hängen geblieben und was kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also ich denke, es gibt sowohl auf Kunden- als auch auf Agenturseite ganz viele Menschen, die wirklich tiefe Expertise und hohe Kompetenzen mitbringen, also fachlicher Natur. Ich finde, das Ausschlaggebende ist dann oft die Chemie. Und zwar die Chemie zwischen Kunde und Agentur muss einfach stimmen. Und da geht es bei mir so um Begriffe wie Vertrauen, Rückgrat, Zuverlässigkeit, wertschätzendes Feedback und Verbindlichkeiten. Gehen uns oft so einfach und schnell über die Lippen. Für mich dürfen das aber keine leeren Worthülsen sein, sondern ernst gemeinte Prinzipien im täglichen Tun. Matthias, da stimme ich hier definitiv zu, aber auch jetzt so ein bisschen meine Learnings aus den letzten 12 Monaten, dass Technologie nur dann wirklich wirksam ist und wirkt, wenn sie verstanden und angenommen wird. Und da darf man den menschlichen Faktor einfach nicht außen vor lassen und das ist nämlich echt entscheidend. Entscheidungen müssen auch da immer gemeinsam getroffen werden. Wir beraten ja sehr aktiv, wie man hier schon sehr oft stellenweise gesagt hat, aber die Entscheidungen, die treffen nicht wir alleine, die trifft auch der Kunde nicht alleine, sondern das muss immer gemeinsam getroffen werden. Da muss man ein Commitment schaffen, weil Technologie ist definitiv ein People-Business und das macht definitiv Spaß. Absolut, Alex, zu 100% kann ich das auch sofort unterschreiben. Ja, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ist es wirklich schon so spät? Ja, das war Folge 1 von Und jetzt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, empfehlt uns weiter und schickt uns gerne eure Themenwünsche
für die nächsten Episoden. Und nächste Episode, da gebe ich noch einen ganz kurzen Sneak Peek. In der nächsten Episode kommt die Marketingleiterin, die Vero Grübel von unserem Kunden Feinkost Käfer vorbei für die zweite Folge. Und da geht's um das Thema, wie eine in der analogen Zeit groß gewordene Marke, also Feinkost Käfer, erfolgreich den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft haben. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, stay tuned. Danke und schöne Zeit. Alles Gute. Danke euch. Bis bald. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts.